Hallo meine Lieben, ich habe ein kleines Gemälde gemalt in Komplementärfarben und das habe ich einfach genutzt, um so ein bisschen in Übung zu kommen und zu schauen, welche Farben miteinander harmonieren und so ein bisschen eine Studie über die verschiedenen Farbkombinationen anzufertigen. Und da habe ich einfach so einen kleinen Malkarton genommen und den bemalt. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne Blau und Orange haben möchte als Hauptfarben, sind nämlich auch Komplementärfarben und wollte dann auch gar nicht so viele Variationen da drin haben. Für solche Übungsbilder ist es immer ganz gut, wenn man sich einfach zwei verschiedene Komplementärfarben raussucht, wie hier zum Beispiel Blau und Orange, und dann einfach Weiß oder Schwarz mit reinmischt. Ich habe jetzt hier auch noch ein gebranntes Umbra. Für ein bisschen mehr Wärme habe ich auch ein Neapelgelb mit reingebracht, aber es sollte im Großen und Ganzen eben nicht zu viele Farben enthalten, weil ich wie gesagt so eine kleine Studie darüber anfertigen möchte. Das Schöne ist, dass man während des Malens schon verschiedene Farbabstufungen mit einbringen kann, indem man die einfach zum Beispiel mit diesen hellen Pastosenfarbtönen mischt, wie diesem Neapelgelb oder einfach Titanweiß. Und ich würde auch immer empfehlen, dass man sich schon vorher grob überlegt, welche Komposition man haben möchte, also wo die dunklen Stellen in dem Bild sein sollen. Das wird ja ein abstraktes Bild. Und ich habe mich hierfür entschieden, dass ich auf der linken Seite eine etwas größere dunkle Fläche haben möchte und auf der rechten eine etwas kleinere dunkle Fläche. Und ich finde, das harmoniert immer ganz schön. Ich male hier übrigens alles mit demselben Pinsel und den wasche ich auch nicht zwischendurch aus, weil ich möchte halt, dass die Farben so ein bisschen ineinander gehen. Und hier habe ich auch wieder mein Malmesser, damit kreiere ich so ein bisschen Struktur in dem Bild. Hier auf der rechten Seite ist es mir jetzt doch ein bisschen zu dunkel gewesen, deswegen gleiche ich das auch ein bisschen aus und mache das ein bisschen heller.
auch auf der Seite war mir das doch ein bisschen zu viel freie Fläche. Also es sieht immer ganz gut aus, wenn man die Flächen so ein bisschen unterbrechen kann durch verschiedene Farbabstufungen. Ich habe euch übrigens auch in der Infobox wie immer verlinkt, welche Farben ich dafür benutzt habe. Da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich für dieses Bild doch irgendwie mehr Farben verwendet habe, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Ich wollte halt im Großen und Ganzen schon bei den Komplementärfarben Blau und Orange bleiben. Ich habe jetzt hier aber irgendwie auch noch Gelb mit reingebracht und ein Magenta und ein gebranntes Umbra und hier habe ich auch noch ein Grün, das habe ich allerdings nicht reingebracht zum Glück. Ich denke, bei meiner nächsten Studie würde ich das vielleicht anders machen und mich wirklich nur auf 4 Farben konzentrieren, also zum Beispiel Blau, Orange, Weiß und Schwarz, weil man kann ja zum Beispiel auch aus einem Titanweiß und dem Orange auch einen warmen Farbton kreieren, der dann so ähnlich aussieht wie dieses Neapelgelb. Also ich glaube, manchmal ist vielleicht weniger mehr, aber seht selbst, was jetzt hier noch bei rausgekommen ist. Ich denke, man kann allgemein sagen, dass Malen immer ein Prozess ist und auch während des Malens hat man mal Lust auf die Farbe und mal Lust auf die Farbe und dann sieht man vielleicht nach einer Weile, hätte ich doch mal anders machen sollen. Es ist einfach nie 100% perfekt, weil sonst wäre das ja auch kein Malprozess.
Ja, hier habe ich zum Beispiel auch noch ein Phthalo Blau mit reingebracht, dass es ein bisschen türkiser aussieht. Das soll so ein bisschen den Himmel darstellen. Der sieht ja manchmal auch so ein bisschen gelblicher aus. Also ist ja oft kein richtiges Ultramarinblau oder so, sondern doch ein bisschen wärmer vom Farbton her. Und da ich halt bei diesem Bild auch so ein bisschen an Wolken gedacht habe, wollte ich unbedingt noch so ein bisschen was Himmlisches mit drin haben. Ja, wie gesagt, es entwickelt sich alles nach und nach. Ja, dieses kräftige Orange, da wollte ich einfach noch ein bisschen mehr von drin haben. Ist übrigens eine recht flüssige Farbe von Liquitex, die lässt sich sehr schön verteilen. Wie gesagt, ist alles in der Infobox verlinkt, da könnt ihr nochmal nachschauen, was ich da genau verwendet habe. Und wenn man das zusammen mit Titanweiß vermischt, dann entsteht auch so ein schöner Pfirsichfarbton, der mir auch sehr gefallen hat. Was ich übrigens auch noch empfehlen kann, ist, dass man nicht zu viel Titanweiß verwendet, weil ich finde, es wirkt manchmal einfach zu kühl. Also so 1, 2 Akzente, die ein bisschen kleiner sind in so einem abstrakten Bild, die sehen meistens harmonischer aus, als wenn man wirklich eine große weiße Fläche hat. Und ich versuche das eben so ein bisschen zu vermeiden, indem ich eben nicht das pure Titanweiß mit reinbringe oder eben nur ganz wenig, sondern eher versuche, Mischfarben zu erstellen, die dann ineinander übergehen. Hier habe ich auch so einen Pinsel, mit dem man sehr schöne Übergänge gestalten kann. Es ist so ein schöner, breiter, wie so ein Puderpinsel eigentlich. Ich habe da jetzt einen Künstlerpinsel, aber man kann natürlich auch einfach in der Drogerie, in der Make-up-Abteilung mal gucken, ob man da bei den Pinseln vielleicht was Ähnliches findet. Auf jeden Fall kann man damit sehr weiche Übergänge gestalten, was mir total gut gefällt und ich glaube, den nehme ich jetzt auch öfter mal.
Hier mache ich jetzt einfach nur noch ein paar letzte Pinselstriche, verbessere mal hier und mal da eine kleine Stelle. Das ist im Prinzip nur noch eine Ausbesserungsarbeit. Und dann ist das Bild auch schon fertig. Leute, ich hoffe, euch hat das irgendwie was gebracht oder euch inspiriert, selber mal diese Farbkombination auszuprobieren. Schenkt mir doch sehr gerne ein Like und ein Abo. Ich freue mich auf jeden Fall total darüber und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.